Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Zweibeine sind nicht nur was für Scharfschützengewehre, sondern auch sinnvoll für Halbautomaten. Wir zeigen euch heute das Magpul Bipod. Ich habe jetzt hier nicht irgendeine wilde Konstruktion gebaut, sondern einfach nur nochmal, um euch zu zeigen, der Platzhirsch, das Harris Bipod, hier in der S-Version und hier das Magpul Zweibein. Ja, Magpul ist jetzt mit dem Zweibein seit, ich glaube, 1 oder 2 Jahren haben die das jetzt auf dem Markt. Ich habe das auch schon seit Anbeginn im Test und habe gedacht, jetzt ist mal Zeit, euch da ein Video mit den ersten Erfahrungsberichten dazu zu bringen. Hier haben wir es einmal in der Picatinny-Version, extra, dass ich hier mal von beiden Seiten euch zeigen kann. Mein Gewehr ist eigentlich hier eine M-Lock-Version, deswegen ist auch mein Bipod eine M-Lock-Version. Das heißt, es ist deutlich flacher nochmal hier vom Aufbau, wenn man das hier so dran hält. Das zeige ich euch aber gleich nochmal, wenn ich das andere dann unten hingebaut habe. Hier einfach nur nochmal den 1:1 Vergleich, Harris versus Magpul. Beide mit Picatinny-Montage hier in dem Fall. Ihr seht, das Magpul Zweibein ist in der eingefahrenen Version ein ganzes Stück länger als das Harris. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, aber es ist auf jeden Fall, ja, 4-5 cm würde ich sagen, ist es auf jeden Fall länger. Ausgefahren hier in der Small-Variante einmal das Harris und einmal das Magpul. Auch da wieder das Magpul einen Ticken länger. Wo ist denn jetzt der Vorteil für mich, wenn ich sage, ich habe ja ein Harris und jetzt will ich ein Magpul Zweibein? Wer das Harris kennt, weiß, alt gedient, Trusted System, alles Metall, ist überall auf allen Kriegsschauplätzen der Welt im Einsatz gewesen. Das ist wirklich ein gutes Zweibein, keine Frage. Es ist die Frage, ob ich das für einen Halbautomaten in 223 brauche. Ja, ein Zweibein ist nicht schlecht, aber ich sage mal, für einen Halbautomaten finde ich das Harris einfach ein bisschen overdone. Ja, es ist schwer, es ist vor allem hier, ihr könnt es sehen, ich habe das jetzt in derselben Position aufgebaut, wie ich jetzt auch gleich das Magpul hinbaue. Und ich kann hier mit meiner Hand nicht in meinen normalen Griff gehen. Das wäre jetzt schon mal nicht möglich hier mit dem Harris. Dieses Federsystem ist irgendwie auch nicht für 223 unbedingt maßgeblich. Und natürlich das Gewicht. Ja. Das Magpul Zweibein ist hauptsächlich aus Polymer. Die Beine selbst hier, also die Überzieher, sage ich mal, von den Beinen sind aus Plastik, aus Polymer. Und unten drunter der eigentliche Kern des Beins ist natürlich hier aus Metall. Das Magpul Zweibein lässt sich verstellen hier in verschiedenen Stufen, rastet auch positiv in jeder Stufe ein, ist auch intuitiv gelöst hier, nicht wie beim Harris, wo man im Prinzip entweder, es gibt 2 Varianten, entweder es gibt die Variante, ich drücke drauf und das springt raus, oder es gibt die Variante, ich drücke drauf und es flutscht rein. Hat sich mir beides nie so wirklich erschlossen. Hier ist es wirklich so, habe ich keinen Mechanismus dahinter, aber da, wo ich hinpacken würde, nämlich an den Schaft des Beines, da ist der Knopf und da kann ich dann entsprechend dann auch, so wie ich das brauche, das Ganze ein- und ausfahren. Ja, dann bauen wir es jetzt aber einmal auf die richtige Position, damit ihr das auch mal sehen könnt, wie das funktioniert. Dazu möchte ich noch sagen, von den Varianten her haben wir hier bei dem Magpul gibt es einmal Picatinny, wie ihr hier sehen könnt. Das ist die Picatinny-Variante. Dann haben wir M-Lock. Dann haben wir Arms, wer auch immer noch Arms nutzt, gibt es auch. Und jetzt ganz neu haben wir jetzt noch nicht hier, das ist dieses Jahr erschienen, ist die Swivel-Variante. Das heißt, der Pin, der auch bei Jagdgewehren ist, wo normalerweise der Jagdriemen dran befestigt wird, wo auch das Harris jahrelang dann dran befestigt wurde, der ist auch jetzt vom Magpul verfügbar. Das heißt, ihr könnt das direkt ohne irgendwelchen Adaptergedönsel da dran bauen. Hier seht ihr jetzt einmal die M-Lock-Variante direkt an der M-Lock-Rail. Ist natürlich super schlank vom Aufbau. Ich habe es jetzt aber nicht festgeschraubt, weil ich euch das einmal kurz mit der Picatinny nochmal zeigen wollte. Da habe ich auch ein schnelles System zum Glück, das heißt, wir müssen nicht lange rumschrauben. Hier wäre jetzt wieder der besagte Griff. Ja, das heißt, ich kann wirklich positiv mein Gewehr greifen, ohne dass das Zweibein irgendwie stört. Das ist hier abschließend, nicht wie beim Harris, dass man hier nochmal Federn hat oder irgendwas, was stört. Man kann hier wirklich sauber seinen Griff machen. Ich könnte sogar nochmal eine Stufe weiter nach vorne gehen, wenn ich das wollte. Mit dem Zweibein überhaupt kein Problem. So, was haben wir hier noch für Vorteile? Wir haben hier einen großen Drehknopf. Wer das Harris kennt, der wird diesen Drehknopf auch kennen, den alle hassen. Und wer schlau ist, hat sich da diese Verlängerung geholt, weil das Feststellen war ja nicht so schön.
Natürlich lässt sich das Magpul Zweibein auch hier in der Seite verstellen, wie das auch das Harris Zweibein kann. Hier als Besonderheit ist aber noch, wir können noch eine Zielverfolgung machen. Quasi bei der Jagd oder bei sonstigen Anwendungen, wo Dynamik gefordert ist, kann ich hier das Zweibein drehen, was jetzt mit dem Harris so ohne weiteres nicht möglich wäre. Wer das Handbuch auch mal oder den Beipackzettel auch mal liest, der wüsste auch, dass man das abstellen kann. Ich habe das nämlich nicht getan, habe dann wirklich erst ein Jahr später von einem Freund erfahren, der mir gesagt hat, ey, das kannst du auch feststellen, wenn dich das nervt. Mich hat das nämlich voll genervt, ich mache keine Zielverfolgung. Das Besondere hier ist, dass ihr die Montage auch so einstellen könnt, dass das Zweibein nicht mitwandert. Ne? Im Moment ist es, wie gesagt, hier auf Schwank eingestellt oder Schwenk eingestellt. Schwank ist das, was man in der Kneipe erzählt. Dann dreht ihr das hier los. Dann nehmt ihr hier diese Mutter, sage ich mal, dreht die einmal. Das Zweibein habe ich jetzt mitgedreht, das drehe ich jetzt quasi einmal wieder zurück, dass nur die Mutter oben bleibt. Drehe das dann hier unten wieder zu. So. Dreh. Und damit habt ihr zwar noch das Seitenspiel, aber hier das Querspiel, das ist komplett raus. Das geht überhaupt nicht mehr. Ja, wie ihr es gerade auch schon gesehen habt, lässt sich das Zweibein einklappen nach vorne. Aber ich kann auch das ganze System drehen. So ist es natürlich hier in dem Fall ein bisschen länger als der Lauf. Jetzt will ich für den Transport oder was auch immer, will ich das nach hinten drehen. Und ich habe jetzt hier gerade auch bei mir festgestellt, wenn ich das jetzt nach hinten drehe und hier zumache, dann kann ich sogar hier das System noch greifen, ohne dass es mich stört. Also es ist wirklich eine coole Sache und trotzdem kann ich es natürlich auch so aufbauen. Ja? Also es wäre wirklich auch die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ich will die Beine lieber nach hinten einrasten, wäre das mit dem Magpul Zweibein auch kein Problem. Und das Aufstellen, wie gesagt, geht auch kinderleicht. Dann haben wir noch ein letztes Feature. Und zwar ist es das Spiel des Zweibeins. Wenn ihr das schon mal geschossen habt, dann werdet ihr beobachten, das kann man jetzt hier schlecht zeigen, aber wir haben da hier auch eine Aufnahme für euch, dass das Zweibein hier leicht mitschwingt. Ja, das Harris ist stockensteif, das heißt, euer Gewehr wird immer hüpfen. Das ist hier bei dem nicht der Fall. Das heißt, hier ist wirklich ein leichtes Spiel, was mit dem Schuss quasi mit repetiert, sage ich mal. Ja, das ist wirklich eine feine Sache bei dem Magpul Zweibein, die mir sehr gut gefällt. Unser Fazit zum Magpul Zweibein. Ja, ich habe es mir gekauft, ich nutze es lange, was soll ich dazu groß sagen? Es ist wirklich ein gutes Zweibein, ist definitiv sein Geld wert, es ist leicht, es ist universell, man kann wirklich sehr, sehr viel mitmachen. Und im Vergleich zum Harris, was ich vorher besessen habe, muss ich sagen, ich vermisse das Harris überhaupt nicht. Eine Sache vielleicht als negativer Kritikpunkt für den einen oder anderen, der sagt, ich will das Zweibein öfters mal abmontieren und dran montieren. Dafür sind die Zweibeine nicht gemacht. Ja? Also die integrierte Picatinny-Montage oder auch die integrierte Arms-Montage oder auch die anderen beiden, die sind so, wenn ich es befestigt habe, muss ich Werkzeug benutzen, um es abzunehmen. Es sei denn, ich nutze hier so ein, für M-Lock hier so ein Quick Picatinny, wobei ich dann natürlich wieder höher aufbaue. Ja? Aber das wäre auch eine Möglichkeit, um mit dem Zweibein schnell an und ab, also den Abbau und Aufbau zu machen. Bekommt ihr bei Recon Company, der Link ist unten eingeblendet. Wenn ihr noch Fragen zu dem Produkt habt, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr vielleicht auch schon mit dem Ding geschossen, dann lasst es mich wissen, ich würde gerne mal eure Erfahrungen dazu hören. Gebt uns ein Like, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.